Ja, also hier sind zwei Dinge zusammengefallen in dem Gedanken. Also die erste Position, wir wollen eine unentgeltliche medizinische Betreuung machen. Das heißt, für den Patienten im einzelnen Fall darf das nicht an seinen Verhältnissen, ist ja nach wie vor heute ein Riesenproblem. Aber wir wollen die Finanzierung dieser Unentgeltlichkeit in der DDR mit einem Versicherungssystem machen. Das ist hochinteressant. In der Sowjetunion war das nicht so. Auch in anderen Ländern weiß ich es nicht genau. Dass also, jawohl, jeder soll einen Beitrag in der Krankenversicherung auch zahlen und das wird mitverwendet. Da geht ja die DDR auch zurück auf diese Erfahrung seit dem Deutschen Reich, seit Bismarcks Sozialgesetzgebung, eben dieser sozialen Kranken- und dann später Rentenversicherung. Das ist die Besonderheit. Das hat dazu geführt, darüber könnte man streiten, denn der Versicherungsbeitrag war ja gedeckelt. Der war eigentlich dann, er hätte auch höher sein können. Aber das hat dazu geführt, dass ein Teil, vielleicht die Hälfte oder noch mehr, das ist schwer rauszukriegen, eben aus dem Staatshaushalt für das Gesundheitswesen finanziert worden ist. Da kann man drüber streiten, ob das zu viel nicht hätte mehr sein können. Jeder sagt, es hätte mehr sein können. Das ist müßig. Am Ende kann es nicht mehr sein, als die Gesamtwirtschaft eines Landes zustande bringt. Also dieser Versicherungsgedanke, der muss nicht sein, aber ich halte ihn schon für tragfähig und der ist es ja auch, Gott sei Dank, in der jetzigen Bundesrepublik auch noch, obwohl immer wieder dran gesägt wird und es die Zersplitterung der Versicherung im Grunde genommen fachlich nicht zu rechtfertigen ist. Sie führt nur zu einem überblähten Verwaltungsaufwand, der bei weitem viel, viel höher ist, als die DDR für die Sozialversicherung da aufbringen musste, die Verwaltung. Also eine andere Möglichkeit ist ja schwer zu sehen. Und ich finde auch gut, dass in der DDR, also es gibt ja nach wie vor die Privatversicherung, also dass man doch meint, mit einer Sonderversicherung ja was denn nun zu bekommen. Also gut, wenn man dann goldene Türklinken am Krankenzimmer bekommt, dann kann ich ja damit leben. Aber wenn es zu einer nicht ebenbürtigen medizinischen Behandlung käme, das ist schon ein Problem. Und das steht ja durchaus auch im Raum, dass bestimmte Leistungen die Krankenkassen eben nur zögerlich bringen oder naja, oder gar nicht.